Sauerkrauts, made for petrolheads. Bevor wir starten, vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und deine Meinung zu diesem Fahrzeug in die Kommentare zu schreiben. Die ursprüngliche Idee dahinter war, das 2000er Tuning, womit der Moped Tuning losging, den Leuten wieder näher zu bringen. In der damaligen Zeit haben viele Leute aus wenig Sachen viel erschaffen. So war es damals, du hattest keine passenden Maschinen gehabt, Rohrbiegemaschinen. Du hast einen Obergurt genommen und bist einfach an eine Bahnschiene gegangen und hast den hochgebogen. Du hattest auch so nicht viele Mittel, zum Beispiel eine Lampenmaske. Bist du auf den Schrott gegangen und hast von irgendeinem Motorrad die Lampenmaske an das Fahrzeug gebrutzelt, sage ich mal. Und das hat mich fasziniert. Die Leute hatten nichts, auch keinen Lackierer an der Hand. Also haben sie mit einer Spraydose einfach angefangen, eine krasse Lackierung für die Verhältnisse zu schaffen. Und ich bin der Meinung, das Tuning muss wieder in diese Richtung gehen. Es kommt nicht darauf an, wie viel Geld du in die Hand nimmst, sondern es kommt darauf an, wie individuell du ein Fahrzeug gestalten kannst mit wenigen Mitteln. Und da ist mir der Hintergrund des 2000er Tunings extrem wichtig gewesen. Ja, ich bin der Oliver, 30 Jahre, jung, komme aus Zwickau und ich darf euch heute mein Projekt Neckbreaker vorstellen, eine MS-50 Street Fighter. Das Fahren, das ist schon eine Wucht. Also durch die Zylinderbearbeitung, es geht aggressiv nach vorne, also es macht mega Spaß. Die Sitzposition ist überraschend gut. Trotz dass wir ein Steilheck haben, wird durch den Anti-Rutschbezug auf dem Fahrzeug, sage ich mal, der Halt gewährleistet. Ein breiter Lenker macht ein stabileres Fahren möglich. Also es fetzt, es sollte doch in Zukunft auch mehr bewegt werden. Also das ist das Ziel, dass das Fahrzeug am Ende, wer weiß, vielleicht auch mal auf die Straße kommt. Ja. Wenn ich mir das Projekt so anschaue und die Leute mich fragen, was war schwierig an dem Projekt, muss ich immer grinsen und sagen, ich kann es gar nicht in einem Satz erklären. Wenn wir uns den Tank anschauen, einfach schon die Karosseriearbeiten, der Auspuff mit dem Hitzeschutzblech, die ganze Fahrzeuggeometrie, ist ja komplett ein neues Moped entstanden. Dir kann keiner erzählen, was richtig oder was falsch ist. Und so zieht sich das auch durch das gesamte Projekt durch. Und du musst an jeder Stelle nachdenken, wie du überhaupt was umsetzen kannst. Es gibt halt kein richtig und kein falsch, wo ich sagen kann, hey, hier schaust du mal nach, so könnte ich es bauen. Und deshalb ist jedes Bauteil ein Unikat. Meine Vision von einem Fahrzeug, wie es aussehen soll, ist eigentlich immer bauteilabhängig. Ich surfe durchs Netz und finde irgendein Bauteil, was ich gerne an dem Fahrzeug sehen würde. Muss das natürlich anpassen, modifizieren und so kommt eins zum anderen. Ich finde ein, zwei Bauteile, die möchte ich in eine Fahrzeuggeometrie einbringen und so entsteht Step by Step die Form. Und das ist für mich dann auch immer wieder eine Bereicherung, weil du änderst einfach zwischendrin deinen Geschmack. Du sagst, hey, das war cool, aber ich habe jetzt eine viel geilere Idee und die will ich umsetzen. Und das kommt wirklich nur damit zustande, wenn du Bauteile verwendest, die normal in ein Fahrzeug niemals passen würden.
Und das treibt mich dann halt auch so an und zu sagen, ey, das passt nicht, das muss passen. Ich möchte das in diesem Fahrzeug drin haben. Und am Ende entsteht halt dann sowas Individuelles. Durch dieses exquisite Design, dieses Street Fighters Design, das halt wirklich, ich sage mal, für schnelles, aggressives Fahren auf einer Rennstrecke gemacht ist, habe ich mir gedacht, warum schaust du nicht mal in den Motorradbereich rein? Dort ist es üblich, große Federgabeln oder Telegabeln zu fahren, deshalb die Upside-Down-Gabel. Und auf der Rennstrecke, wenn die Bremsen extrem benutzt werden, brauchst du auch dementsprechend eine Kühlung. Also habe ich auch wieder über den Tellerrand geschaut im Motorradbereich und habe gesagt, hey, die verbauen Bremssattelkühlung und Scheibenkühlung. Also habe ich von dem Fahrzeug das zweckentfremdet von dem Motorrad. Natürlich passt das nicht Plug and Play. Das sind Komponenten aus Plastik gefertigt und habe die Stück für Stück mit einem Föhn umgeföhnt, dass die am Ende ja, in das Fahrzeug passen und auch harmonieren. Ob die Funktion dann gegeben ist, also es kommt genau an den Komponenten an, die Kühlung, aber wir werden das Teil nie auf der Rennstrecke so bewegen, dass wir sagen, es muss dran sein. Am 13. und 14. Juni 2025 ist es wieder soweit. Das Inneres Blumenpflücken, der Sauerkrauts Automotiv Tanztee, geht in die nächste Runde. Sichere dir bis zum 31. Dezember 2024 dein exklusives Blumenpflücken-Piece in der Vorbestellung. Ob Hoodie, Shirt, Cap, Airfreshener, Stickerbogen oder gleich alles zusammen, die Auswahl ist begrenzt. Verpasse nicht die Chance, Teil des Events zu sein. Ein besonderes Augenmerk haben auch die Gussfelgen verdient. Wir sprechen hier wieder von einer Moped-Komponente, sagt ganz vielen nichts. Es ist von einer Simson S53. Die Felgen sind Crimega CX-Felgen. Mittlerweile wären sie auch schon sehr rar. Es gibt zwar Nachbaufelgen, aber die haben halt dann auch nicht die Qualität. Und hier ist das Besondere, diese originalen Felgen haben wir, ich sage mal, gestrahlt, also bis auf den Grund wieder runtergebracht, dann hochglanzpoliert. Das ist gerade bei schwierigen oder besser gesagt bei alten Gussteilen schwierig, weil du einen gewissen Lochfraß über die Jahre drin hast. Und da wieder eine ebene und glänzende Fläche hinzukriegen, ist relativ schwierig. So haben wir das dann hochglanzpoliert und auch dementsprechend noch gepulvert, einzelne Stege für die filigranen Sachen ja, zum Vorschein gebracht, sage ich mal. Genau. Ja, also die Elektrik, die hier verbaut ist, ist auch sehr, sehr speziell. Wir haben hier, weil ich in das Customizing eintauchen wollte, die kleinste LED-Technik überall verbaut, die es überhaupt auf dem Markt gibt. Ultra hell und die zerstört halt die klare Linie von dem Fahrzeug nicht. So haben wir Blinker, Bremslicht, Rücklicht eingebaut. Wir haben hinten im Obergurt haben wir auch ein drittes Bremslicht integriert, um eine klare Linie darzustellen. Und haben natürlich auch vorne in den Spiegeln ein Positionslicht und ein Blinker integriert. Der Tacho, der umfasst alle möglichen Funktionen, der ist von Moto-Gadget. Du könntest dir, wenn du es wolltest, beim Zweitakt natürlich schwieriger, die Ganganzeige, Öltemperatur, Wassertemperatur, alles anzeigen. Also der lässt keine Wünsche offen. Und das Phänomen oder das besondere Augenmerk auf der Sache ist die, wir betätigen das alles über eine Batterie. Und das macht es eigentlich auch wieder so interessant, das Fahrzeug. Viele kennen sich aus, man hat im Herzkasten eine Batterie, die gesamte Elektrik. Und wir haben ja hier keinen Herzkasten und die ganze Technik befindet sich unter dem Tank mit Batterie inbegriffen. Und das war schon ein Meisterwerk von meinem Vater, das alles mit Hand und Fuß unter den Tank zu kriegen. Dass wir auch sagen können, du schießt die Karre nicht an, du kannst einfach mal den Zündschlüssel drauflegen an der Gabelbrücke
und das Ding startet. Ja. Ja, bei dem Tank habe ich mir eigentlich gar keine Gedanken weiter gemacht. Ich saß abends auf der Couch und habe mir gedacht, warum baut man nicht einfach einmal einen Tank um? Man versucht, die originale Form beizubehalten, aber man verändert in dem Tank was oder an dem Tank wie eine Art Rohrrahmen. Und so habe ich mir gedacht, man könnte ja auch in die Funktion eintauchen und sagt, man fährt, hat den Fahrtwind und der Fahrtwind wird an den Zylinder weitergegeben. Die Funktion ist jetzt hier durch die dicke Gabel nicht gegeben, aber dazu hat das eigentlich geführt, wo ich mir gesagt habe, pass auf, wir trennen den Tank auf, wir setzen Kühlrippen rein, wie sie beim Zylinder üblich sind, weiter unten, und tun am Ende den Tank wieder in eine Form bringen, dass man sagt, hey, pass auf, das ist doch ein S50-Tank. Man erkennt wieder das Moped an sich, die Bauteile, aber hat sich halt stark individualisiert. Und es war auch sehr schwierig, da den passenden Kandidaten dafür zu finden. Einige Firmen haben mich weggeschickt, die haben gesagt, du, das ist einfach enormer Aufwand, das zu gestalten. Und am Ende über meinen Nachbar habe ich jemanden getroffen und er hat gesagt, pass auf, ich bin froh, nicht mehr ein normales Auto zu schweißen, ich möchte mal wieder was Besonderes machen, und der war dafür zu haben und hat gesagt, mache ich dir. Der Zylinder an sich ist ein 85 Kubik Zylinder, natürlich auf Membran umgebaut, erkennt man auch an der Membransteuerung. Dort wurden Kühlrippen aufgeschweißt, aber auf das besondere Maß von dem Zylinderkopf. Wir haben hier einen Fremdzylinderkopf aus dem Motorradbereich verwendet. Dort wurden die Stehbolzen zugeschweißt, weil wir einen neuen Bohrungsabstand haben. Und die Brennraumkontur wurde angepasst und demzufolge wurden dann auch die Kühlrippen auf das Maß von den Zylinderkopf gebracht. Ja, leistungsmäßig bewegen wir uns halt doch ein bisschen mehr als die 50 Kubik Pferdchen, sage ich mal. Es fetzt, es macht richtig Spaß, und da hat der Robert von Peculatius Custom auch mega Arbeit gemacht und mich sehr, sehr gut beraten. Besonders sollte man auch noch im Blick haben, ist an dem Zylinderkopf sind Stege, und die werden unten an dem Zylinder weitergeführt, sind dort verschweißt, und gerade wenn man das Fahrzeug anhat, hat man einen schönen klaren Sound, einen viel kernigeren Sound, weil halt die Kühlrippen weniger Vibration aufweisen. Der Auspuff ist auch wie der Luftfilterkasten und der Zylinder auf das Fahrzeug angepasst. Die ganzen Komponenten gehen einher. So auch der Auspuff. Der wurde speziell auf meine Steuerzeiten berechnet vom Zylinder, wurde in diesen typischen 2000er Race-Look gebracht. Das heißt, wir gehen mit den Auspuff nach oben und hinter mittig zum Obergurt raus. Demzufolge haben wir auch das Problem, dass wir einen Hitzeschutz brauchen. Und dort war es mir wichtig, aus dem Simson Enduro-Bereich, sage ich mal, wurden immer Hitzeschutzbleche verarbeitet, und ich dachte mir, die Optik sollte nicht drunter leiden, und habe einen zweiten Auspuff anfertigen lassen aus 5 Segmenten. Der wurde komplett geschweißt, dann aufgetrennt und nachträglich aufgebogen auf dem Radius, um eben so das Bein vor Wärme zu schützen. Und wir sprechen hier von Edelstahl und ist auch ein ganz geiler Sound. Ja. Was auf jeden Fall auch noch erwähnenswert sein sollte, ist auf jeden Fall der Luftfilterkasten. Der ist auch wieder auf alles angepasst. Dort hat mein Partner Ostoase mich sehr gut beraten und unterstützt. Dort ist ein 3D-Luftfilterkasten, der genau die Luftströmungen und die Ansaugungen so, ich sag mal, optimiert auf die Straße bringt, dass das System funktioniert. Des Weiteren ist auch die Sitzbank sehr eindrucksvoll, weil mein Polsterer musste insgesamt 4-mal ansetzen. Vielen Dank an dich, Micha, weil wir ein filigranes Wabenmuster haben, so wie auch die Lackierung auf den Tank. Es ist alles lackiert, keine Folie.
Wenn die Garn zu nah aneinander sind, die Nähte, ist eine zu große Belastung da drauf. Und wenn man sich permanent draufsetzt, reißen die ganzen Nähte auf. Wir haben mehrere Anläufe gebraucht, haben es aber am Ende hingekriegt und so bildet der Höcker mit der Sitzbank und dem Tank eine schöne, klare Wabenlinie. Ja. Ja, man sieht ja an dem Fahrzeug, dass wirklich vieles oder fast alles individualisiert worden ist. Aber tatsächlich ist der Hauptrahmen mit den ganzen Komponenten wie Schwinge, Kastenschwinge relativ original. Wir haben dort ja die Ausgangsbasis von einer MS50, wollten natürlich das auch beibehalten und haben nur leichte Modifikationen vorgenommen. Von der Haus aus hat die MS50 ein Zentralfederbein. Darum mussten wir da auch nicht an die Fahrwerkskomponenten rangehen. Natürlich haben wir dann das Federbein und alles gewechselt und auf das Gewicht angepasst, aber größtenteils von dem Rahmen sind original. Wir haben das Heck am Obergurt nochmal geändert. Dort haben wir ein spitzes Heck auslaufen lassen, haben uns ein bisschen individualisiert bei den Enduro-Streben, dort mein Logo mit eingelasert und schon haben wir ja, ausreichend Individualität geschaffen, ohne wirklich an den Hauptrahmen, an den originalen Rahmen ranzugehen. Bei der Lackierung habe ich mir auch wieder Gedanken gemacht, wie bei meinem letzten Projekt. Ich habe vom Hersteller BMW wieder mal aus der Farbpalette was aufgegriffen, wieder drin rumgerührt, ein bisschen was angepasst, wo ich sage, so könnte es am besten wirken am Ende. Habe natürlich alles wieder eigenständig lackiert. Bin ja von Haus aus Lackierer, habe mir dann auch zur Aufgabe gemacht, mal keine Folierung auf den Tank oder den Höcker zu verwenden, sondern es ist alles per Hand lackiert. Natürlich war Hilfe dabei mit Schablonen. Dies wurde dann auslackiert, ausgenebelt, sage ich mal, und dann am Ende mit Klarlack versiegelt. Auch am Tank die Kühlrippen, es ist nichts foliert, die goldenen Streifen, es ist alles per Hand mühselig lackiert und wir sprechen hier ja, Lackierzeit, schwer zu sagen, dort habe ich gar nicht mitgezählt. Locker 12, 13 Stunden und der Tank an sich selber im Rohzustand sind 40 Stunden Arbeit gewesen. Und so zieht sich das durch das gesamte Projekt durch und wir sprechen am Ende von 1,5 Jahre Zeit, die hier reingeflossen sind. Ja, die Liste zum Danke sagen ist sehr, sehr lang, wenn man so ein Projekt sieht. Wirklich in erster Linie die Familie. Chapeau an euch. Ich war das letzte 1,5 Jahr sehr, sehr schwierig, gerade wenn man Perfektionist ist. Sie haben mir immer den Rücken frei gehalten, immer mit dran gewerkelt, egal an welcher Stelle. Meinen Partner möchte ich Danke sagen, an die Ostoase, die mich auch bei diesem kranken Unterfangen unterstützt haben. Micha von Ostblechpolster, der mir eine grandiose Sitzbank zur Verfügung gestellt hat. Peculatius Custom, der mir einen Wunschzylinder hingebrettert hat, der vom Allerfeinsten funktioniert. Dann Yannick und seine Familie, VEB Gelbe Halbschale, die standen mir auch immer mit Rat und Tat zur Seite, haben mir auch viele, viele Laserteile zur Verfügung gestellt, die man erst auf den zweiten Blick sieht. Dann natürlich an meinen Pulverer, Vertrommler, der Tobi, der wieder grandios abgeliefert hat, Rahmen wie Felgen. Ja, an wen sollte man noch Danke sagen? Ich hoffe, dass ich niemanden vergesse bei der ganzen Problematik. Riesendank auch an das Team von der Arena E, die die Location hier zur Verfügung gestellt haben, voran Roberto Urlas, der das möglich gemacht hat. Natürlich auch an Sorkroads wieder. Vielen, vielen Dank, dass ich nochmal ein zweites Video bei euch bekommen durfte. Hätte ich nie damit gerechnet. Ihr kennt das Spiel. Lasst gerne ein Like, lasst ein Abo da, gerade bei Sorkroads, dass die Reise hier weitergeht, dass der Kanal erhalten bleibt. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, haut es gerne in die Kommentare rein. Ich versuche wieder jedes Kommentar zu beantworten und hoffe, dass die Reise die nächsten Jahre weitergeht. In diesem Sinne, haut rein!